Hello, 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 and a wonderful good morning to you. Hallo, hallo, hallo und einen wundervollen guten Morgen wünsche ich dir. Did you learn something yesterday about your heart? Hast du gestern etwas über dein Herz gelernt? I hope so. Ich hoffe es. Now, look what he says. Weiter sagt Paulus, He's a friend to me, er ist ein Freund von mir and a wonderful brother and fellow soldier who has worked with me as we serve as ministers of the gospel. und ein wunderbarer Bruder und ein Mitstreiter, der mit mir als Diener des Evangeliums gearbeitet hat. Listen to me, my friend. Hör zu, mein Freund. The longer and the more you really study Paul's life and Paul's epistles, Je länger und je mehr du das Leben von Paulus und seine Briefe studierst, desto more you will learn to appreciate that man. desto mehr wirst du diesen Mann schätzen lernen. He is, in my understanding, the greatest apostle that ever lived next to Jesus. Meiner Meinung nach ist er der großartigste Apostel, der je gelebt hat, abgesehen von Jesus. Look at this guy. Schau dir diesen Mann an. He's sending Epaphras, and he's not saying, well, I'm his boss, so I have a right to send him. Er schickt Epaphroditus und sagt nicht, ich bin sein Chef und habe ein Recht, ihn zu senden, He's a friend to me. sondern er ist ein Freund von mir. Listen, most powerful ministers have a very lonely life. Die meisten der gewaltigsten Diener Gottes haben ein sehr einsames Leben. You know, I've heard teaching of some great ministers that said this. In einigen ihrer Lehren habe ich sie sagen gehört, The price we have to pay to be on the top of a big ministry is loneliness. den Preis, den wir dafür bezahlen müssen, an der Spitze eines großen Dienstes zu stehen, ist Einsamkeit. It's lonely up there on the top. Es ist einsam da oben an der Spitze. Well, why are you at the top? You know, nobody's supposed to be at the top, only Jesus, and he ain't lonely. Warum bist du dann an der Spitze? Niemand außer Jesus sollte ganz oben stehen und er ist nicht einsam. The people that we serve Jesus together with are supposed to be our friends. Die Menschen, mit denen wir zusammen Jesus dienen, sollten unsere Freunde sein. Even when they are our spiritual children, they're still supposed to be our friends. Selbst wenn sie unsere geistlichen Kinder sind, sollten sie trotzdem unsere Freunde sein. I love to spend time with the people who work alongside me. Ich liebe es, Zeit mit den Menschen zu verbringen, die mit mir zusammenarbeiten. They are wonderful, wonderful sons and daughters and yet incredible friends. Sie sind wunderbare Söhne und Töchter und gleichzeitig gute Freunde. You know, you could throw me on an island, for instance, with Daniel or with Matthäus or with Vinicius for a whole month without anybody. I would have such a good time. Du könntest mich einen Monat auf einer einsamen Insel nur mit Daniel, Matthäus oder Vinicius aussetzen und ich hätte eine tolle Zeit. Now, I'm not sure if they would have such a good time, but that's their heart problem. Ich weiß nicht, ob sie auch eine gute Zeit hätten, aber das ist deren Herzproblem. Would you, Daniel? Hättest du eine gute Zeit, Daniel? Ah, see that? See that? A whole month Daniel wants to take off with me on that island. All right. Er würde einen Monat nur mit mir auf einer einsamen Insel verbringen. But you know, it is so rare that people who are serving God in a great place like Paul did, Aber es ist so selten, dass Menschen, die Gott in einer Position dienen, wie Paulus es tat, that they actually can call the people who work with them in the ministry friends. diejenigen, die im Dienst mit ihnen zusammenarbeiten, als Freunde bezeichnen können. Are you a good friend? Bist du ein guter Freund? Do you have good friends? Hast du gute Freunde? If you don't have good friends, start to be a friend and then you will always reap what you have sown. Wenn du keine guten Freunde hast, fang an, ein Freund zu sein und dann wirst du das ernten, was du gesät hast. But he doesn't only call him a friend, he calls him a wonderful brother, not just a brother. Doch Paulus nennt ihn nicht nur einen Freund oder Bruder, sondern einen wunderbaren Bruder. I hope that you can call the people who are walking together with you in the kingdom of God wonderful friends. Ich hoffe, dass du die Menschen, die mit dir im Reich Gottes unterwegs sind, wunderbare Freunde nennen kannst. It's so important that we learn to have in deep great relationships in the kingdom. Es ist so wichtig, dass wir lernen, im Reich Gottes tiefe und gute Beziehungen zu haben. You know, it's really cool. Es ist wirklich cool. Because when you have relationships like this, even you don't see each other for a while, the heart relationship now doesn't change. Wenn du solche Beziehungen hast, verändert sich die Herzensbeziehung auch nicht, wenn man sich eine Weile lang nicht sieht. You know, Matthäus lives in another city far away from me. Matthäus lebt in einer anderen Stadt, weit weg von mir. He's got 2 little children. Er hat 2 kleine Kinder. So we don't see each other a lot. Wir sehen uns also nicht oft. But I'm telling you, the moment he comes here or I'm in Brasilia, it's like we've always been together. Aber ich sage dir, sobald er hier ist oder ich in Brasilia, ist es, als wären wir immer zusammen gewesen. They're close friends. Sie sind enge Freunde They're wonderful brothers. und wunderbare Geschwister. But look what he says after that. Doch schau, was er danach sagt. And a fellow soldier. Und ein Mitstreiter. Fellow soldier? Mitstreiter?
So Paul wasn't the general and the other guy was just soldier underneath the general? Paulus war also nicht der General und der andere war nur Soldat unter ihm? No, 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 no. Nein, nein, nein. That guy was the fellow soldier of Paul. And together they were soldiers of Jesus Christ. Epaphroditus war der Mitstreiter von Paulus und zusammen waren sie Soldaten von Jesus Christus. Oh, my dear friend. Mein lieber Freund. If we could only make Christian life and Christian ministry simpler and not so complicated. Wenn wir doch nur das Christenleben und den Dienst einfacher und nicht so kompliziert machen würden. Do you know what would happen? Weißt du, was passieren würde? We would never be lonely. We would have beautiful, fulfilling relationships. Wir wären niemals einsam, hätten schöne und erfüllte Beziehungen. And then we would not be isolated soldiers who fight isolated battles. Und dann wären wir keine isolierten Soldaten, die alleine kämpfen. But we would have fellow soldiers, we're all marching together. Sondern wir hätten Mitkämpfer, die alle zusammen marschieren. To the order of our beloved Jesus. Dem Kommando unseres geliebten Jesus folgend. Look, and then he says, who has worked with me, again, not underneath me, but with me. Dann sagt er, der mit mir gearbeitet hat. Also nicht unter ihm, sondern mit ihm. As we serve as ministers of the gospel. Der mit mir als Diener des Evangeliums gearbeitet hat. So Paul clearly considered everybody who was with him as equal, even though there could have been sons. Paulus betrachtete also alle, die bei ihm waren, als ebenbürtig, sogar die, die seine Söhne hätten sein können. And then he says, and you sent him as your apostle to minister to me in my need. Dann sagt er, und ihr habt ihn als euren Apostel gesandt, damit er mir in meiner Not beistehe. I really love this. Das liebe ich wirklich. Why do I love this? Warum liebe ich das? Well, the great apostle Paul has no needs. Der große Apostel Paulus hat keine Nöte. He's self-sufficient. Er ist autonom. He doesn't need anybody around him. Er braucht niemanden um sich. You know, Paul literally states here that this guy was sent to minister to Paul in his need. Paulus sagt hier buchstäblich, dass dieser Mann in seiner Not zu ihm geschickt wurde. Do you see the constant mutual serving one another that Paul lived? Siehst du, in welchem ständigen, gegenseitigem einander dienen Paulus lebte? Would maybe learn to live Christian life like this. Vielleicht solltest du lernen, auch so zu leben. It's a constant mutual building one another, serving one another, helping one another. Es ist ein ständiges einander auferbauen, dienen und helfen. And Paul realized he had needs and there was a guy sent to him to help him. Paulus erkannte, dass er Nöte hatte und ihm wurde ein Mann geschickt, um ihm zu helfen. Paul knew what it meant to walk in true humility. Paulus wusste, was es heißt, in echter Demut zu leben. See you guys tomorrow. Bis morgen.